Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von der Firma Schubert, der M100 Helm. Endlich ist er da und verfügbar, der M100 von Schubert. Wir haben bereits auf der Enforce-Tech darüber berichtet. Der Milan hat ihn euch mal kurz vorgestellt. Wenn ihr nochmal das Originalvideo sehen wollt, am Ende dieses Videos ist das verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Wir haben ihn heute jetzt mal für euch im Detail und zeigen euch alle Features und was er kann. Wir fangen aber natürlich wie immer damit an, dass wir euch einmal die Spezifikationen und die Schutzklassen zeigen. Der M100 von Schubert erfüllt die ballistische Schutzklasse NIJ-3A VPAM-2 mit 5 cm zum Rand. Er ist zertifiziert nach Sternac 2920 V50 mit 690 Metern pro Sekunde. Darüber hinaus hat er Stoßdämpfung nach Kletternorm EN 12492 und die Wildwasserhelmnorm EN 1385 und Arbeitsschutznorm EN 397. Er ist verfügbar in 3 verschiedenen Farben: Teerschwarz, Bronzegrün, Sandbraun, in den Helmgrößen 52 bis 64, wobei er da in der Größe S und M verfügbar ist, M bis XL und XL bis XXL. Das Gewicht beträgt in der Größe SM 1290, in der Größe MXL 1350, in der Größe XL, XXL 1400 Gramm. Es gibt ja inzwischen viele Hersteller, die ballistische Schutzhelme anbieten. Auch aus Deutschland kommen einige. Was wir natürlich besonders cool finden beim M100 ist, da hat man sich sehr, sehr viel Gedanken im Vorfeld gemacht und nicht einfach nur den nächsten x-beliebigen High-Cut-Helm im Standarddesign kopiert, sondern hat da wirklich sehr, sehr viele eigene Elemente reingebracht, die den M100 unserer Meinung nach einzigartig machen. Wir haben hier auch nochmal einen China Obscore-Klon, den wir gleich nochmal dagegen halten, aber einfach gucken wir uns erstmal die ganzen Features an. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir haben verschiedene Größen und verschiedene Farben zur Verfügung. Hier hat man jetzt bei den Größen allerdings das so designt, um auch nachhaltig zu sein, dass das komplette Zubehör, also sprich die Rail-Schienen und auch die Bebänderungssysteme, dass das alles universell nutzbar ist, egal welche Größe man hat, um da eben einfach ein bisschen nachhaltiger zu sein. Das ist wirklich cool, denn man kennt das ja selber, ihr habt einen High-Cut-Helm und habt dann hier eine Schiene, wo irgendwelche Sachen dran montiert werden, dann kommt der Mid-Cut oder der Full-Cut und da passt es dann wieder nicht. Von daher hat Schubert hier in der Richtung schon mal alles richtig gemacht. Wenn man sich die Schiene anschaut, auch da hat man versucht, was Eigenes zu designen, aber trotzdem einen Standard zu erfüllen, was meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach wirklich sehr gut gelungen ist. Dass hier die Schiene basiert auf der Arc-Rail von Obscore, also dieses Schienensystem ist ja tatsächlich auch das verbreitetste und da gibt es auch das meiste Zubehör für. Ja? Zum Beispiel hier von Nextorch haben wir ein paar Lampen mal montiert, die sind auch für dieses System gedacht und das ist alles kompatibel und passt hier auch. Allerdings hat man hier ein paar eigene Elemente untergebracht, die wir euch einmal kurz zeigen wollen. Natürlich, was darf nicht fehlen? Eine Aufnahme für Gasmasken, Sauerstoffmasken, Respiratoren, was auch immer, was man hier noch anbringen kann mit einem zusätzlichen Bebänderungssystem. Dafür gibt es hier natürlich Clips, die werden dann hier unten einfach eingeschoben und damit habe ich dann hier rechts und links, ohne nochmal mit zusätzlichen Bändern arbeiten zu können, meine zusätzlichen Masken fixiert. Darüber hinaus aber habt ihr hier von diesen Klammern einen ganzen Haufen mit dabei. Es sind insgesamt 3, 6, 7, 8 Stück. Und die sind dafür gedacht, Kabelmanagement zu machen. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Ich habe es hier schon mal fertig gebaut, dass ihr es mal sehen könnt. Das sind hier die Obscore-Montagen, die externen für den Gehörschutz. Und da läuft das Kabel außen rum. Und damit das hier nicht irgendwie nochmal mit LED fixiert werden muss, seht ihr, habe ich hier schon an 3 Stellen die Klammern gesetzt und kann da das Kabel sauber führen. Das ist natürlich nicht nur dafür gut, sondern eben auch als Beispiel, wenn ich ein Nachtsichtgerät habe mit einer externen Batterieversorgung und das möchte ich jetzt hier verlegen. Ja, das heißt, ich gehe jetzt her, schaue ungefähr, wie lange ich das hier brauche und dann kann ich jetzt hier an bestimmten Stellen am Helm kann ich diese Klammern setzen. Die sind auf einer Seite offen, das heißt, ich lege mein Kabel rein und dann setze ich hier einfach die Klammer. Jetzt habe ich das hier vorne befestigt. Jetzt gehe ich von mir aus nochmal hier an der Oberseite hin und setze hier nochmal eine Klammer. Und dann hier weiter hinten nochmal einer.
Wenn ich ganz Vogelwild bin, wie der Österreicher sagt, kann ich hier hinten auch noch mal eine setzen. Und jetzt müsste ich nur noch mein Batteriepack hier hinten befestigen. Das kann man jetzt ein bisschen noch nach vorne ziehen, dann haben wir noch ein bisschen Spiel. So, oder ich packe das mit in die Tasche dann hinten rein. Und schon habe ich hier mein Kabel sauber verlegt, ohne dass ich hier einen Punkt geschaffen habe, wo man hängen bleiben kann am Kabel, und kann das aber auch natürlich, ohne die Klammern zu entfernen, relativ schnell lösen. Dazu kann man die Klammern einfach ein kleines bisschen aufbiegen und damit kriege ich hier auch das Kabel ohne weiteres raus, ohne die Klammern entfernen zu müssen. Kann die dann quasi fertig hinsetzen und vorbereiten dafür. Das ist schon mal eine Besonderheit der Schienen. Weiterhin hat man hier eine zusätzliche Schiene auf der Rückseite geschaffen. Da wird es mit Sicherheit noch Zubehör geben für externe Batteriepacks oder sonstige Lösungen, die dann auch hier gelöst werden. Aktuell ist uns da nichts bekannt, was es da gibt. Natürlich kann man da auch einfach eine Helmbridge drüber bauen, wenn man das nicht nutzen will. Was hier zum Beispiel auch hervorragend passt, ist von Nextorch die neue Helmbeleuchtung für Freund-Feind-Markierung. Die kann man hier am Hinterkopf wunderbar in diese Position anbringen. Und für die Kabelführung, seht ihr, habt ihr auch im Klett nochmal hier Einlassungen. Die sind nicht nur ein schönes Designelement, sondern man kann natürlich auch dann quasi, wenn ich eine Lampe oder irgendwas habe, was nochmal ein Kabel benötigt oder eine Stromversorgung benötigt, kann ich das unterm Klett hier entlang führen. Ja, es ist jetzt natürlich nicht so tief, dass dann da 50 Kabel durchgeführt werden können, aber ein einfaches, flaches Kabel wäre da überhaupt kein Problem zu führen. Eine Nachtsichtaufnahme hat man hier natürlich auch, die ist standardmäßig vorgefertigt, um eben die gängigen Montagen aufnehmen zu können, wie hier zum Beispiel zu sehen von Wilcox haben wir eine. Die kann ich dann hier einfach einsetzen, fixieren, und jetzt, wenn ich möchte, kann ich noch die Bungees nehmen. Das ist ja inzwischen auch Standard bei vielen Helmen, dass da ein Bungee mit dabei ist, und da dann das Ganze am Nachtsichtgerät noch fixieren, um da das Ganze zu sichern. Dann haben wir schon mal die Außenseite soweit abgedeckt. Finden wir schon mal sehr innovativ. Wir hatten es eben auch schon erklärt in der Spezifikationsbeschreibung. Ihr habt verschiedene Größen. Ihr habt das heißt verschiedene Schnitte. Ihr habt einmal den typischen modernen High-Cut, der sehr beliebt ist natürlich bei vielen Einheiten, natürlich aber auch den wenigsten Schutz bietet. Das ist immer eine Frage, wie viel Schutz will ich haben versus Gewicht versus Komfort. Das heißt, Schubert bietet hier euch alle drei Varianten. Ihr entscheidet letztendlich, was ihr am Ende des Tages nehmt. Hier seht ihr nochmal die Full-Cut-Version, Mid-Cut-Version, High-Cut-Version. Und da ist jetzt auch die Besonderheit, der Schubert M100 ist tatsächlich dafür konzipiert, mit Gehörschutz zu funktionieren, mit Kapselgehörschutz. Wir haben jetzt hier von der Firma Peltor verschiedene Systeme im Einsatz, und ihr könnt sehen, selbst unter dem Full-Cut, was ja bei vielen auch immer ein Grund ist, keinen Full-Cut zu nehmen, weil man sagt, okay, dann komme ich mit meinem Gehörschutz nicht mehr unten drunter. Nein, selbst hier mit dem Full-Cut habt ihr keine Probleme, den Peltor mit unten drunter zu bekommen. Da ist natürlich dann keine Lösung wie hier mit dem Rail-System von Obscor möglich, weil es einfach dann irgendwie unten drunter gewurschtelt werden müsste. Das funktioniert natürlich nicht optimal, aber eben ich möchte vielleicht meinen Helm so leicht wie möglich behalten und den Kapselgehörschutz auch ohne Helm benutzen, und da ist natürlich hier diese Variante ideal. Also egal wie ihr euch entscheidet, ihr habt auf jeden Fall immer eine Unterstützung vom Kapselgehörschutz. Das geht sogar so weit, dass man hier bei der Bewänderung darauf geachtet hat, dass die mit dem Kapselgehörschutz arbeitet. Jeder, der schon mal einen Peltor, MSA oder was auch immer mit einem Helm getragen hat, der wird festgestellt haben, es ist immer irgendwie ein Gefuttel, bis das hier richtig um den Gehörschutz rumläuft. Und hier bei Schubert hat man das Bebänderungssystem so gebaut, ich zeige es mal hier an einem, der lose ist, dass hier im unteren Bereich nicht nur Gurtband verwendet wird, sondern hier auch ein großes Stück Polymer im Einsatz ist, das auf der Innenseite mit einem Polster versehen ist. Und das tut automatisch sich schon um den Kapselgehörschutz herumlegen. Und dadurch habe ich natürlich eine perfekte Passform, ohne drüber nachdenken zu müssen. Man setzt den einfach auf und das funktioniert perfekt. Ansonsten natürlich verstellbar, wie man sich das auch wünscht.
in jeglicher Richtung. Das heißt, ihr habt hier die Gurtbandverstellung im vorderen Bereich und im hinteren Bereich. Und das ganze System wird hier am Hinterkopf mit einem Drehrad fixiert, wie man das auch kennt von anderen Herstellern. Ja, dann gucken wir uns aber doch mal das Innenleben an, denn das ist, denke ich, auch nochmal spannend. So, wir haben das hier schon mal ein wenig vorbereitet. Einmal so und einmal so. Hier seht ihr einmal das Innenleben, wie es komplett zusammengebaut ist. Und hier haben wir es schon mal ein bisschen gestrippt, um das eben einfacher vorzeigen zu können. Das Polstersystem besteht einmal natürlich aus einem Hartschaumsystem, was fest im Helm integriert ist. Das bietet dann quasi den Stoßschutz. Und dann für den Komfort habt ihr hier nochmal ein Netz verbaut, was mit Klett in der Höhe eingestellt werden kann an dem Kopf. Und dazwischen ist natürlich Luft und die Luft ist natürlich perfekt für die Zirkulation. Ich zeige euch einmal, wie das andere Hersteller lösen. Hier mit unserem China-Klon. Das ist jetzt ein Polstersystem von Team Wendy, da seht ihr schon. Es ist komfortabel, keine Frage, aber es liegt alles komplett an. Ich muss quasi hier, und das machen viele Hersteller so, also nicht nur Team Wendy, ich habe quasi immer einmal dieses Hartpolstersystem, was ich einkletten muss, und darauf klette ich dann irgendwelche Komfortlösungen. Ja, kann man natürlich machen, es spricht überhaupt nichts dagegen, ist wunderbar, aber wie gesagt, es liegt immer alles am Kopf an, was natürlich dann zur Schweißbildung führt und vom Komfort her auch anders empfunden werden kann, als wenn ich natürlich hier ein Netz habe. Ja, das Netz habe ich hier auch einmal rausgenommen, also auch das wäre waschbar. Das ist dann mit Klett fixiert im Inneren. Hier ist jetzt noch dazu zu sagen, vielleicht fairerweise, es ist natürlich jetzt nicht so schön schnell wie ein Klettpolster entnommen und eingestellt. Man muss hier sich schon ein bisschen Zeit nehmen, weil der Klett natürlich, damit er nicht am Kopf drückt, ist der natürlich auf der Oberseite verklettet. Das heißt, ich muss quasi unter das Netz greifen, dort den Klett lösen und das Ganze dann verstellen. Also um das initial mal einzustellen, ist es überhaupt kein Problem, das geht ratzfatz. Aber wenn ihr dann das Netz mal rausnehmen wollt zum Reinigen, dann müsst ihr natürlich hier durch diese Schlaufen durchgehen und das wieder einkletten. Und das ist natürlich ein bisschen mehr Zeitaufwand als jetzt mit einem normalen Klettpolster, aber unserer Meinung nach überhaupt kein Problem. Was wir noch nicht gezeigt haben, ist der Verschluss. Der ist natürlich, wie sich das gehört, seitlich liegend. Ist mit einem breiten Verschluss gelöst, der sich auch mit Handschuhen sehr gut greifen lässt. Und natürlich auch hier ein Kinnriemen und gepolstert das Ganze. So muss es sein. Hervorragend. Für den Nackenbereich und den Frontbereich sind hier auch nochmal dicke Polsterungen vorgesehen. Der Frontbereich, das ist auch nochmal eine Besonderheit, die würde ich euch gerne nochmal zeigen. Habe ich jetzt entnommen. Das ist ein einzigartiges System, so habe ich das auch noch nicht gesehen. Und zwar kann ich hier auch den Komfort einstellen, ohne mit extra Polstern arbeiten zu müssen. Möglich machen das hier diese beiden Flügelchen, denn wenn ich die hier jetzt ausklappe, seht ihr schon, habe ich hier zwei Flügel. Damit habe ich dann perfekt Flügel im Gesicht. Nein, natürlich nicht, denn das wird natürlich so in den Helm eingesetzt. Also nicht so, sondern so. Und dann sind die Flügel aus dem Weg. Bedeutet, das Ganze ist hier deutlich dünner. Das heißt, wenn ich eine dicke Stirn habe, kann ich das Ganze hier ein wenig weniger polstern oder mehr polstern, je nachdem, wie ich diese Flügel einsetze. Wenn sie ausgeklappt sind, dann sind die unter dem Netz, stören nicht, liegen auch überhaupt nicht an. Das heißt, das ist in Sekundenschnelle gemacht, um hier die Kopfgröße vorne, also die Stirn, anpassen zu können. Und auch hier wieder schnell entnehmbar, im Zweifelsfall wird mit Knöpfen fixiert. Der ein oder andere möchte gerne mal seine Montage für die Nachtsichtgeräteaufnahme oder Lampenaufnahme, was auch immer ihr vorne befestigen wollt, lösen. Dafür ist es natürlich bei ganz vielen Helmen so, gerade auch hier bei unserem China-Helm, da muss man in der Schale rumwursteln. Hier hat man einen direkten Zugang zur Schraube, die freiliegend ist. Das heißt, der Schaumstoff wurde da ausgelassen, kommt man sehr gut ran und kann dann hier auch die Front perfekt lösen, um das bei Bedarf eben anzupassen, auszutauschen oder was auch immer. Ich montiere jetzt mal kurz wieder das Polster.
Das muss einfach nur an die 3 Punkte gesetzt werden. Am besten fängt man in der Mitte an. Klick, klick, klick. Und damit ist der Helm bis aufs Netz wieder einsatzfähig. Ja, ich denke, wir haben alles gesagt, was hier an Informationen wichtig ist. Vielleicht noch eine Funktion für die Kabelführungshalterungen hier. Die haben noch eine weitere Funktion, denn natürlich kann man die auch perfekt benutzen für ein Helmtarnnetz. Das heißt, wenn ich hier was drüber spanne, kann ich diese Haken auch setzen, um damit eben das Zugband für das Tarnnetz zu fixieren oder was auch immer. Also das ist wirklich nochmal eine sehr, sehr coole Sache, die wir so noch nicht gesehen haben. Wenn der Helm zu euch kommt, habt ihr natürlich auch ein bisschen Zubehör dabei. Das heißt einmal eine Bedienungsanleitung, die man auch tatsächlich hier für den Helm brauchen könnte, weil natürlich ein paar Sachen anders sind, als man die kennt, wobei das alles relativ intuitiv ist. Aber falls ihr trotzdem mal nachschlagen wollt, immer gut eine Anleitung zu haben. Dann natürlich hier die Befestigungsmöglichkeiten, die ich euch schon gesagt habe. 8 von den Clips und 2 von den Clips für Masken. Und das Ganze hier in einem Beutel, der auch nochmal auf der Außenseite einen Klettbereich hat, einen Griff und sich hier mit einem Zugband relativ schnell zusammenziehen lässt. Jetzt wollen wir doch aber nochmal schauen, was das Gewicht sagt gegenüber unserem China-Helm. Ich sage nochmal ein paar Randdaten dazu. Ist wie gesagt ganz normaler Level 3 Schutzhelm aus China, wie man ihn kennt, modifiziert mit einer Wilcox-Montage und einem Team Wendy Innenleben, also die Bewänderung und die Polster sind alle von Team Wendy und das ist ein High-Cut in der Größe Medium. Der wiegt jetzt 1641 Gramm. Jetzt nehmen wir den High-Cut von der Firma Schubert. Das ist auch der komplett ist. Und das ist auch Größe M. Perfekt. Also haben wir den direkten Vergleich. Da ist ja sonst außer dem Helmcover nichts dran. Das Helmcover wird vielleicht nochmal 50 Gramm abziehen. So. Und da sind wir bei 1527 Gramm. Also das ist wirklich auch nochmal leichter. Da habe ich schon fast mein Mono-Nachtsichtgerät mit erspart quasi. Das heißt, auch vom Gewicht her braucht sich der M100 von Schubert nicht zu verstecken. Ist natürlich kein Ultraleichtgewicht, das muss man immer dazu sagen. Es gibt natürlich Hersteller, die das deutlich leichter nochmal hinbekommen. Also um die 1 Kilo gibt es Helmsysteme, die das können. Aber die kosten natürlich dann auch wirklich das Vierfache. Muss man einfach mal sagen. Klar, leichter geht immer. Je leichter, desto teurer. Und der M100 ist unserer Meinung nach nicht zu schwer und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut top. Das bringt uns auch schon zum Fazit direkt, denn Preis-Leistung top ist genau das, was euch der M100 von Schubert bietet. Wir haben jetzt noch keine Felderfahrung damit. Das wird, denke ich, auch nochmal die Zeit sagen oder zeigen, wie der M100 sich bewährt. Wir wissen schon, dass er bei einer Schweizer Spezialeinheit der Polizei im Einsatz ist, beziehungsweise angeschafft worden ist. Und dass er, denke ich, auch hier und da für ein bisschen Aufregung sorgen wird, für das, was er kann, was er bietet und was er kostet. Ihr bekommt den M100 in den verschiedenen Farben hier, wie zu sehen. Ich sage es jetzt mal der Einfachheit halber, Oliv, Sand und Schwarz. Gibt es bei Recon Company. Und der Link zum Hersteller bzw. zur Recon Company ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht selber schon den M100 mal auf dem Kopf gehabt oder vielleicht auch schon im Einsatz getragen oder getestet? Dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Unserer Meinung nach Top-Helm. Und ja, dann würde ich sagen, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.